Hallo! Wenn ihr verschiedene Fluggeräte und Flugzeuge mit ein und demselben Verkehrswarnsystem benutzen wollt, dann ist das PowerFlam Flex für euch natürlich die erste Wahl. Und da wir jetzt in der neuen Software auch Profile integriert haben, wird das Ganze natürlich nochmal einfacher. Da gab es ein paar Fragen dazu und ich erkläre euch jetzt nochmal, wie man so ein Profil für euer Flugzeug einrichtet. Wenn ihr im PowerFlam Flex ein Flugzeug als Profil anlegen wollt, dann müsst ihr zunächst alle notwendigen Daten von diesem Flugzeug in das PowerFlam Flex eingeben. Das macht ihr im Hauptmenü unter Settings und Aircraft. Ich habe hier schon mal beispielhaft ein Flugzeug eingegeben. Zu den notwendigen Daten zählt natürlich das Kennzeichen des Flugzeugs, das Flugzeugmodell, dann für das FLAM-Protokoll der Flugzeugtyp, den könnt ihr aus der Liste auswählen, der Transpondertyp und die Transponderadresse. Und wenn ihr als Segelflieger unterwegs seid, könnt ihr noch den Pilotennamen und das Wettbewerbskennzeichen eingeben. Das sind die minimal notwendigen Daten, die ihr braucht, um ein Profil anzulegen. Wenn ihr das Profil dann abspeichern wollt, dann geht ihr im Hauptmenü unter Profiles und auf den letzten Punkt dort, der heißt Save New Profile. Wenn ihr da jetzt draufklickt, dann wird euch als Profilname bereits das Kennzeichen von dem eben eingegebenen Flugzeug angegeben. Und wenn ihr jetzt hier unten auf Save geht, dann werden diese Daten, die ihr eben in das PowerFlam Flex eingegeben habt, als Profil abgespeichert. Und wie ihr seht, taucht dieses Flugzeug jetzt hier als erstes in der Liste der Profile wieder auf. Ihr könnt im PowerFlam Flex bis zu 10 Profile abspeichern. Ich habe hier mal 3 eingegeben. Und wenn ihr ein Profil hinzufügen wollt, zu denen, die ihr jetzt schon eingegeben habt, dann springt ihr zurück zum Punkt Settings und Aircraft und gebt dort die Daten des Flugzeugs ein, was ihr hinzufügen wollt, springt dann wieder ins Profile-Menü und speichert es dort als neues Profil ab. Das PowerFlam Flex arbeitet also immer mit den Daten, die es gerade aktuell im Speicher hat. Wenn ich also jetzt unter Profile gehe und dort ein Profil aufrufe, zum Beispiel das hier von der Delta Mike Fox Tango Papa, dann kann ich das mit Load in den aktuellen Speicher des PowerFlam Flex reinladen. Wenn ich dann mir anschaue, was im Speicher ist, das sieht man unter Settings und Aircraft, dann ist es die Delta Mike Fox Tango Papa mit ihren entsprechenden Einstellungen. So könnt ihr also jederzeit eins eurer gespeicherten Profile in den aktuellen Speicher des Flex reinladen. Noch ein kurzes Wort zum Inhalt der Profile. Ich habe euch eben unter dem Punkt Settings Aircraft gezeigt, was ihr minimal an Daten eingeben müsst für ein Flugzeug, damit ihr sinnvoll ein Profil abspeichern könnt. Aber in den Profilen werden noch mehr Daten abgespeichert. Unter anderem die Einstellungen für die Warnungen, also auch die Entfernungseinstellungen. Dann die Einstellungen für die FLAM-eigenen Funktionen, wie zum Beispiel den Stealth-Mode und den Tracking-Mode. Einstellungen für das Messaging und die ADSL-Einstellungen für später. Dann die Ausgabemodi des Dataports hinten, also was für Daten hinten aus dem Port rauskommen. Und zum Beispiel auch das Logging-Intervall für die IGC-Aufzeichnung für Segelflug. Ich hoffe, ich konnte euch die Benutzung der Profile nochmal gut veranschaulichen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach unter info@flam.com. Ansonsten wünsche ich euch für die Saison schöne Flüge und always happy landings.